and therefore let me start now in German. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Ihnen aus meiner Sicht die Zahnheilkunde vorführen, wie ich sie in meiner Praxis durchführe. Dear colleagues, may I present to you dentistry the way I see it and the way I practice it in my office. Dabei beachte ich folgende Grundsätze. I'm following the following principles. Ich bin der Überzeugung, dass biologische Zahnheilkunde und auch biologische Medizin nur von schulmedizinisch ausgebildeten Ärzten und Zahnärzten ausgeübt werden sollen. I am of opinion that biological medicine and biological dentistry should only be performed by people who have a profound medical training. Der zweite wichtige Punkt, ich verwende zur Diagnostik alle schulmedizinischen Möglichkeiten, soweit sie mir überhaupt zur Verfügung stehen. The second point, for diagnosis, I use all measures that are available in orthodox medicine. Und zwar verwende ich diese schulmedizinischen diagnostischen Methoden stets zuerst. And I do use these first, in the first place. Einmal, weil das die Durchführung der medizinisch-diagnostischen Methoden erleichtert. On the one hand, because it makes it much easier to find a diagnosis which can be termed medically. Und weil es sehr viel Zeit erspart. And secondly, because it saves a lot of time. Und weil es aus forensischen Gründen zumindest bei uns in Deutschland notwendig ist. And thirdly, because over there in Germany it is necessary out of the point of legality. In der Therapie. Me? In der Therapie verwende ich dagegen vorwiegend biologische Möglichkeiten. In therapy, however, I prefer the biological means. Und zwar in dem Umfang, wie sie nach Gesetz und Erfahrung möglich sind. And I use them to that very extent which makes it possible according to experience and law. Kurzum, ich betreibe die biologische Zahnheilkunde zweigleisig. Shortly, I am using two tracks when employing my sort of medicine. Das ist notwendig und sinnvoll. That is necessary and it makes sense. Und hier haben Sie eine kleine Kopie, die Ihnen das verdeutlichen soll, dass Schulmedizin alleine für die biologische Zahnheilkunde nicht viel nützt. This cartoon wants to show you that orthodox medicine alone does not serve the purpose. You want to have natural medicine at the same time. The reading says, would you think it is wise to stand on one leg only or to continue standing on one leg only? Auf der anderen Seite ist aber die Naturheilkunde, die biologische Medizin allein auch nicht sinnvoll. On the other hand, remember that biological medicine on its own perhaps may not be sensible either. Das muss aus meiner Sicht so sein. This has to be so. That is my approach. Weil die Schulmedizin in den letzten Jahrzehnten großartige Erfolge erzielt hat. Because, to my opinion, orthodox medicine has achieved great success during the last periods of years. Man denke nur an die Entwicklung der Antibiotika. Remember antibiotics. Durch die viele Infektionskrankheiten ihre Schrecken verloren haben. Which were able to fight against many infectious diseases. Man denke auch nur an die Tuberkulostatika, durch die Geisel der Menschheit wie die TBC heilbar geworden ist. Remember the tuberculosis static remedies that made it possible to overcome tuberculosis. Operationen, die früher eine große Lebensgefahr darstellten, sind durch raffinierte Techniken zur Routine geworden. Many operations which were life dangerous for patients years ago have now become just a matter of routine.
Die Mikrochirurgie zum Beispiel hat bei Gefäßkrankheiten und bei Augenkrankheiten die Lebensqualitäten unserer Patienten wesentlich verbessern können. Microsurgery, for instance, in the case of ophthalmical surgery or the blood vessels, has made it possible for our patients to live much longer. Dennoch dürfen wir folgende Fakten nicht übersehen. But we must not forget the following. Verbesserte diagnostische Methoden erfordern immer mehr Spezialisten mit verlängerter Ausbildung. The more refined our diagnostics become, the more refined and specialized has to be the training for those who employ this. Immer mehr komplizierte Apparate und immer teurere Medikamente erfordern immer höhere Kosten. More complicated apparatuses and devices and more complicated medicine demand higher costs. Wenn das so immer weiter fortschreitet, werden diese Kosten selbst für reiche Industriestaaten nicht mehr bezahlbar sein. And if things go on like that, even for rich people, they won't anymore be able to afford this. Auf der anderen Seite verschlechtert der Missbrauch von Genussmitteln die Gesundheit unserer Patienten auch immer mehr und die Kosten, die dadurch entstehen. On the other hand, the abuse of many poisons in our nourishment and also the poisons and things like coffee and nicotine, they also cause many illnesses which expand the costs of the health insurances. Dazu kommt eine ungesunde Lebensführung, wie Adipositas, Bewegungsmangel, Schlafdefizit, Reizüberlastung und so weiter. And also our way of life has become less healthy over the years. So we have adipositas, we have lack of exercise and a minimum of reflex response in our patients. Außerdem müssen wir bedenken, dass die zunehmenden Umweltbelastungen die Gesundheit unserer Menschen, unserer Mitmenschen immer mehr belastet. Part of the overburdening is there in the increasing pollution around us. Die Folge von alledem sind, dass die natürlichen Steuerungsregulationen im menschlichen Organismus überfordert werden. As a consequence, the natural regulative systems in our bodies have become overburdened. Wichtig ist auch, dass dadurch die chronischen und die psychoneurotischen Erkrankungen unserer Patienten immer mehr zunehmen. Chronic and psychoneurotic neurotic illnesses in our patients are in the increase. Dadurch ist die Schulmedizin in eine missliche Lage geraten. This makes it very difficult for orthodox medicine. Sie konzentriert sich immer mehr auf die Bekämpfung von Symptomen. They concentrate on fighting symptoms only. Die Diagnostik und Therapie der Ursachen gelingt nicht mehr in nötigem Umfang. And it is getting more and more difficult to really find and diagnose the causes. Ich bin nun nicht hierher gekommen, um Pessimismus zu verbreiten, I have not come here to spread pessimism, sondern meine Aufgabe sehe ich darin, Wege aufzuzeigen, wie man den Kurs ändern kann. but I think I've come here to show you some ways how things perhaps can be altered. Der Wegweiser dazu sei vorweggenommen. May I outline to you what I will be talking about? Es ist die Rückbesinnung darauf, dass der Mensch nur ein Teil seiner Umwelt ist. We have to remember that man is only partly part of his surroundings, Und dass mit dieser Umwelt in einer intensiven Wechselbeziehung steht. but that rather he has a correlation and interrelation with his surroundings. Zerstört der Mensch seine Umwelt, so zerstört auch sich selbst. If man destroys his surroundings, eventually he will destroy himself. Gleiches gilt nicht zuletzt auch für die Medizin. And that also applies for medicine. Denn wir sollten uns daran erinnern, We have to remember dass der menschliche Organismus nicht nur aus Einzelorganen
besteht, that the human organism not only consists of single organs, wie Herz, Niere, Lunge und so like the weiter, heart, the kidneys and the lung, die wie bei einer Maschine überwacht werden können they are not like parts of a machine that can be watched over, und die zum Teil sogar einzeln ersetzt werden können, and they cannot be replaced singly, one by one. vielmehr ist der Patient als Körper eine Einheit. Rather, we have to consider that the patient's body is a whole. Und diese Einheit darf der Arzt, der biologisch orientierte Arzt, niemals aus den Augen verlieren. And the unity of this human body must always be considered by the doctor who works biologically. Das ist nun keine Theorie, This is not a theory, sondern eine Realität, but a reality. die uns Professor Pischinger in Wien aufgezeigt hat. And we were taught this by Professor Pischinger of Vienna, Austria. In seinen Arbeiten In his works, sehe ich den Schlüssel I see the key für das Verständnis der biologischen Medizin überhaupt. to the understanding of biological medicine. Und daher möchte ich Ihnen zuerst einmal die Grundlagen der biologischen Medizin aus der Sicht von Professor Pischinger aufzeigen. And that is why I want to outline to you at the beginning what Professor Pischinger said and found. Sagt, wie bereits ausgeführt, dass der Mensch in jedem Falle als Einheit zu betrachten ist. He was the one who said, as I quoted, that a man and the human body is a unity, a whole. Schon aus entwicklungsgeschichtlicher Sicht ist der Mensch eine Einheit. This you can already see in the evolution of the human body. Denn schon zu Beginn seines Lebens ist er ja ein Einzeller. Already at the very beginning of his life, the man is just one cell. Erst durch die Zellteilungen And only by the cell division wird er zum 60 Billionen Zeller. he becomes a person of 60 billion cells. Eine befruchtete menschliche Eizelle ist kaum ein Zehntel Millimeter groß. The little cell at the beginning is hardly 1/10 of a millimeter large. In ihrem Zytoplasma und in ihrem Zellkern And in its cytoplasma and cytoplastic nucleus, ist aber schon alles an Anlagen enthalten, was den späteren Homo sapiens ausmacht. everything is present that will make up the Homo sapiens later. Bereits nach 2 Zellteilungen, Already after 2 cell divisions, wo wir also bereits 4 oder nur 4 Zellen vor uns haben, that is at a stage where we have no more than 4 cells only, tritt eine entscheidende Differenzierung ein. a very important differentiation takes place. Denn 3 dieser Zellen 3 of these cells vermehren sich sehr rasch will continue developing and multiplying very quickly, und bilden 3 wichtige Zellgruppen. and they will form 3 very important groups of cells. Aus der einen Gruppe entwickelt sich das Ektoderm, One group being the ectodermal group, aus diesem dann vor allem Haut- und Nervensystem which will be responsible for the skin and the nervous system, und für uns Zahnärzte wichtig der Schmelz der Zähne. and which is important for dentists to know, the enamel of the teeth. Aus der zweiten Zellgruppe, The second group of cells, das ist das Endoderm, which is called the endoderm, und das ist sehr wichtig für Professor Pischinger, and Professor Pischinger said this is very important. entsteht vor allem der Magen-Darm-Trakt The alimentary tract is formed, und auch die wichtigsten Anhangsdrüsen des Magen-Darm-Traktes. and also the most important glands that go with this alimentary tract, Wie Leber, such Gallenblase as liver, gallbladder, und Pankreas vor allem. and in the first place the pancreas. Und wenn Sie schon mal einen Blick nach vorne tun in die chinesische Akupunktur, And if you have a little look ahead into Chinese acupuncture, dann sind das Organe,
you will see that these are organs die zu den wichtigsten chinesischen Meridianen gehören. that pertain to the most important of the Chinese channels or meridians, Und zwar sowohl zu den Yang-Meridianen, both to the so-called Yang meridians, die Magen, Dickdarm like und Dünndarm, stomach, large intestine and small intestine, und auch Gallenblase. and also the gallbladder. Und ich finde, es ist sehr wichtig, dass auch Yin-Organe dazu zum Endoderm entwickelten Organen gehören. But for me, it is also important to see that yin, so-called yin organs also belong to this group of cells. Denken Sie daran, dass dazu Lunge, Milz, Pankreas und Leber gehören. Remember that also the lung, the spleen and pancreas and the liver belong to the endodermal tissue. Also es sind Yin- und Yang-Organe aus dem Endoderm hervorgegangen. So you see both yin and yang organs originate in the endodermal group. Die für unsere Ernährung wichtig sind. And all these are important for our alimentation and nutrition. Und damit die Grundlage für unseren Stoffwechsel bilden. And they form the base of our metabolism. Ja. Die dritte Gruppe nun, The third group, aus der dritten Gruppe entwickelt sich das Mesoderm. which is the mesodermal one, Und daraus wiederum entstehen dann Niere, Harnleiter und is responsible for the kidneys and the urinary system, und auch einige Organe aus dem endokrinen System. and some organs of the endocrine system, glandular system. Wenn Sie wiederum auf die chinesische Medizin zurückgreifen, Looking onto acupuncture, werden Sie erkennen, you will see dass aus dem Mesoderm vor allem der Blasenmeridian und der Nierenmeridian Bedeutung haben. that in particular the meridians of the bladder and of the kidneys are of importance in this context. Ich finde, dass man diese Verbindung zwischen chinesischer Medizin I always feel that you have to see this relationship between Chinese medicine und die Entwicklung aus den 4 Hauptzellgruppen and the development of the human body out of those 4 cell groups für die Zukunft noch viel näher erforschen und in Wechselbeziehung setzen sollte. I feel that in the future it will be necessary to go into these matters and to investigate. Zur Ergänzung sei noch gesagt, dass aus den 4 Zellen, die in dem zweiten Teilungsstadium entstehen, auch das genitale System sich entwickelt. And in addition, I have to say that already out of those 4 first cells, the genital system will develop, Welches die Fortpflanzung der Gattung Mensch und auch bei den Tieren die Fortpflanzung der Gattung sicherstellt. which both in humans and in the animal kingdom provides the continuation of the species. Während sich die ersten 3 genannten Zellgruppen, While the 3 firstly mentioned groups of cells, Ektoderm, Endoderm und Mesoderm, the ectoderm, the mesoderm and the endoderm, ziemlich gleichmäßig entwickeln, do develop rather simultaneously, bleibt die 4. Zellgruppe Anfang der Entwicklung zurück. the 4th group of cells is slower in the beginning. Denn das Genitalsystem entwickelt sich ja bei uns Menschen erst sehr viel später. Which is easy to understand because, particularly with us humans, the genital system develops much later. Es ist auch interessant zu sehen, wie sich diese Entwicklung, wie schnell sich diese Entwicklung gestaltet. Note the speeds of this development. Auf dieser Tabelle können Sie sehen, On this chart you can see dass bereits 8 Wochen nach der Zellteilung, nach der Befruchtung, that already 8 weeks after the fertilization of the first cell, bereits sämtliche Organe und Gewebssysteme angelegt sind. already all
all of organs and all of the systems are there in their beginning. Und das bereits in diesem Frühstadium. And that already at this early stage, Damit auch alle chinesischen Meridiane, all Chinese meridians also die energetischen Leitbahnen, angelegt sein müssen. are present or have to be present. And with meridians, I'm talking of energetic tracks in the body. Das ist außerordentlich wichtig, wie ich meine. That is very important to remember, that the meridians are already there basically in that very early stage. Es besteht also im Mutterleib bereits ein eigener Organismus. Already in the mother's womb we have here an organism of its own value and of its own right. Und meine Meinung ist, dass dieses Organsystem und auch das Meridiansystem Wechselbeziehungen zum Mutterleib selber hat, zur Mutter selber hat. And I am of opinion that this organism and its energetic exchange mother's body. Ich finde, das wird nicht genügend beachtet. Mostly this fact is not being remembered. Für die Zeit nämlich, wo die Mutter das Kind austrägt. But it is so during all the time where the mother carries the child in her womb. Sie können das auch umgekehrt sagen. You can also see it the other way around. Wenn Sie eine Mutter biologisch behandeln, If you treat a mother, a pregnant mother, with biological medicine, dann können Sie einen erheblichen Einfluss über die Plazenta und über das Meridiansystem von Mutter und Kind wechselseitig ausüben. you can exert results via the energetic and organic exchange also to the fetus. Und ich finde, hier liegt für die biologische Medizin And I think for biological medicine, die wichtigste Prophylaxe überhaupt, die wir einem jungen Menschen und damit den Menschen in Zukunft zukommen lassen können. we have the most important prophylaxis that we ever could offer to a young person growing up in the mother's womb. Das sollten Sie bitte immer wieder beachten, wenn Sie Patienten vor sich haben, die Probleme haben. Please keep remembering this when you have problems in front of you who are having problems. Die Anamnese für das Studium der Erkrankung gilt also nicht nur für das Individuum Patient allein, sondern auch für die Anamnese der Mutter. The life history of an individual, therefore, does not only start with the moment of birth, but also includes the life history of the mother who has born this child. Hier gibt es also auch wie überall sonst in der biologischen Medizin einen Zusammenhang zwischen Vergangenheit und Zukunft. See those connections between the past and the future that is ever present in biological medicine. Nun lassen Sie uns noch daran erinnern, dass es eine Entwicklung des Gesamtorganismus Mensch Let us remember now that there is a development of the whole organism of man, nicht nur durch Zellteilung, not only by division of cells, sondern auch durch Differenzierung der Zellen but also by means of differentiation of the cells during growth, und durch Koordination der verschiedenen Zellsysteme zueinander. and through the coordination between the different and the respective the respective cellular groups. So wird zum Beispiel die Leber For instance, the liver zu unserer größten Drüse und zu unserem größten Stoffwechselorgan. becomes our largest gland and our largest organ of metabolism. Sie beinhaltet eine chemische Fabrik It comprises a chemical factory von kaum vorstellbarem Ausmaß, of a very, very large extent, wobei in jeder der einzelnen Leberzellen gleichzeitig and simultaneously in every one of the liver cells etwa 1000 bekannte chemische Prozesse nebeneinander ablaufen. about 1,000 chemical processes are known to be working simultaneously, Und die miteinander komplex verwoben sind. and they are interwoven in a very complex way. Und in jede dieser Stoffwechselabläufe And into every one of those metabolistic processes kann
der biologisch orientierte Arzt mehr oder weniger stark eingreifen. The doctor who is familiar with biological medicine can interfere to a more or less extent. Der biologisch orientierte Arzt kann aber noch mehr tun. But he can do even more. Er kann in die Entgiftungsprozesse, zum Beispiel bei der Leber, erheblich eingreifen und so den Organismus entlasten. He can help the organism by interfering with the detoxification processes. Er kann vor allem auch den Wasserhaushalt steuern. For instance, he can help to influence the humidity system. Yes. Und kann dadurch die ganze Abwehrsituation des Organismus verbessern. And can improve the immunological system of the body. Wir sind also bisher so weit gekommen mit unseren Erkenntnissen, As far as we know now, dass wir über die Mutter hinweg beim sich entwickelnden Organismus Prophylaxe treiben we können. can do prophylaxis through the mother for the not born child, Und dass wir beim sich entwickelnden und entwickelten Patienten and that with a patient who is developing or who has developed, die Funktionsvorgänge auf einen optimalen Stand bringen können. we can bring the functional standards to an optimum. Nun noch etwas zur Koordination der verschiedenen Organe und Systeme. As relating to the coordination of the respective organs and systems, Hier verfügen wir über Hormone und vor allem über die Enzyme. we have the hormones and the enzymes. Diese können wir nicht direkt beeinflussen als biologische Ärzte und Zahnärzte. A biological doctor and dentist cannot directly influence these said systems, Denn nur ganz wenige Hormone und Enzyme kennen wir überhaupt in ihrer chemischen Struktur. owing to the fact that there are hardly any hormones or enzymes we really know in their chemical constitution. Hier sind wir als biologisch orientierte Ärzte und Zahnärzte in erster Linie auf Substitutionstherapie angewiesen. So also biological doctors and dentists will have to go the way of substitution. Ein weiteres System, was dem Organismus zur Gesamtsteuerung als Einheit nämlich zur Verfügung steht, ist das vegetative Nervensystem. Another system which belongs to the body as a whole and controls it as a whole is the vegetative nerve system. Auch hier besteht für den biologisch orientierten Arzt und Zahnarzt eine Eingriffsmöglichkeit. Also here, the biological doctor and dentist has means of interfering and of helping. Doch hiermit will ich mich als Zahnarzt nicht beschäftigen. But that is not my field as a dentist. Das ist die Aufgabe von Dr. Gleditsch, This will be the field of Dr. Gleditsch, der übermorgen und am darauffolgenden Tag referieren who wird. will be speaking to you on the third and fourth day of the seminar. Nur so viel sei gesagt, But let me mention here dass das Zentrum für die Koordination des Ganzen über das vegetative Nervensystem that the center of the coordination of the whole through the vegetative nerve system dass dieses im Hypothalamus liegt. is to be found in the hypothalamus. Also die Steuerung aller Organzellen im Organismus The control of all organ systems of the organism über das vegetative Nervensystem, through the vegetative nerve system, über die Hormone und das Immunsystem as well as over the hormone and the immune systems, auf die verschiedenen Zellen in den Organen in the way they work on the respective cells and organs of the body, erfolgt allerdings niemals direkt, never is working directly, sondern nur indirekt. but always indirectly. Und zwar über das Grundsystem, And the means is the basic system, und dieses Grundsystem hat zuerst Professor Fischinger entdeckt.
And the basic system of the body has first been discovered by Professor Pischinger. Man könnte auch besser sagen, wiederentdeckt. Perhaps we ought to say he rediscovered it. Denn die alten Ärzte, die früheren Ärzte, Because doctors in earlier times hatten keine Probleme never had problems mit der Einheit des Gesamtorganismus. with the unity of the whole body. Sie kannten ja nur den gesamten Organismus. They at that time only knew the organism as a whole. Im Mittelalter zum Beispiel In the medieval times, for instance, und auch in der frühesten Zeit der chinesischen Medizin and also in early Chinese medicine, war es ja überhaupt verboten, in den Körper hineinzuschauen. it was forbidden to look inside the body. Es gab keine Anatomie, die war nicht erlaubt. There was not such a thing as anatomy, science. It was not allowed. Vor allem aus Gründen der Ethic. Ethik. Ja. This was for reasons of ethics and religion. Weitere Aufschlüsse über die Organe zu erzielen war auch nicht möglich. So you never got to know more about the single organs, Weil es ja noch keine Mikroskope und Ähnliches gab. also because there were not such things as microscopes. So musste Professor Pischinger einen Umweg machen. So Professor Pischinger had to go a detour. Musste wieder herausfinden, He had to find out again wie die einzelnen Organe und Zellen in sich wieder zusammenarbeiten. which is the interplay between the respective organs and cells. Und hier auf dieser Folie möchte ich Ihnen nun mal das Grundsystem aufzeigen. And on this chart I want to show you what is this basic regulation system according to Pischinger. Ergänzen muss ich vielleicht sagen, dass Professor Pischinger dieses System zusammen mit Professor Kellner erarbeitet hat in Wien. I ought to add that it was not Professor Pischinger alone, but with him Professor Kellner, also of Vienna, Austria. Fast gleichzeitig Nearly simultaneously und unabhängig von Professor Pischinger and independently of the findings of Professor Pischinger, gab es aber noch ein anderes Team in Deutschland, there also was another team in Germany, und zwar Professor Haus, Dozent Dr. Junge-Hilsing und Dr. Gerlach in Münster. three professors in Münster in northern Germany, Professor Haus, Professor Junge-Hilsing Junge-Hilsing and Gerlach simultaneously were working, die unabhängig in voneinander this field, zu gleichen Ergebnissen and kamen. their results really were the same as Professor Pischinger's. Nun, ich beziehe mich weiter auf die Arbeiten von Professor Pischinger, weil sie weitergehend geworden sind. But let me keep on referring to the findings of Professor Pischinger because he was the one who further detailed the matter and went further than the other group. Veröffentlichte seine Erkenntnisse in einem Buch mit dem Titel Das System der Grundregulation. He published a book with this title, Das System der Grundregulation, which means the basic regulation system. Leider ist dieses Buch noch nicht in Englisch erschienen. I'm afraid this book is not available in English. Ich würde aber vorschlagen, dass man sich hier bemühen sollte, eine englische Übersetzung zu schaffen. But perhaps you could try to get somebody to translate it into English. Denn die Erkenntnisse, die in diesem Buch zusammengefasst sind, sind für Sie alle, die biologische Medizin betreiben oder betreiben wollen, sehr wichtig. Because the findings that are written down in that book are very important for everyone who wants to do biological medicine or industry. In Deutschland gibt es für dieses Grundsystem, In Germany, for this basic regulation system, was Professor Pischinger erarbeitet hat, sehr verschiedene Namen. Which was elaborated by Professor Pischinger, we have quite a number of different names. Wir sprechen von interstitiellem Gewebe, kann man das übersetzen? We also like to talk about the interstice tissue. Wir sprechen von Transitstrecke. We like to talk about transit tracks.
und noch verschiedene andere Namen sind in Gebrauch. And other names are being used. Aber wir bemühen uns jetzt immer mehr, nur von und über Grundsystem zu sprechen. But now we are getting to the point where we try to only use this word and name of basic regulation system. Sie dürfen nicht vergessen, dass wir doch verschiedene Schulen auch in Deutschland haben. You have to remember that we have quite a number of medical schools over there in Germany. Und dass jede ihren eigenen Febel verfolgt. And that they have individual ways. Nun zum Grundsystem selber. Now getting down to the basic regulation system itself. Wir haben schon gehört, dass es sich aus dem Mesenchyme entwickelt. I told you already that it develops in the mesenchymal tissue. Und Mesoderm, und das Wichtigste, was Professor Pischinger festgestellt hat, ist, and the most important part about it, as found out by Professor Pischinger, dass sich das Grundsystem über den ganzen Organismus hinweg erstreckt. Is that it spreads throughout the whole body. Und dass alle Organzellen, die hier mal schematisch dargestellt sind, And that all organ cells which you see here in the chart painted in red in das Grundsystem eingebettet sind. Are sort of embedded in the basic regulation system. Nun, das Grundsystem selber, das ist hier mal kreisförmig dargestellt worden. The regulation system itself is drawn here as a circle. Das besteht nun im Wesentlichen aus Bindegewebszellen, aus verschiedenen Bindegewebszellen. Mainly it consists of different types of interstice cells. Dann gehören zu diesem Grundsystem Also it comprises das Gefäßsystem, was hier schematisch dargestellt the worden ist, vascular system, which also is drawn schematically. mit Herz, Arterien und venösen Schenkel. On the chart you see here the heart and the arteria and venous vessels. Und dazu gehörig noch das Lymphsystem. And also belonging to it the lymphatic system. Dann gehört zu diesem Grundsystem selber noch das autonome Nervensystem. Also the basic regulation system, as you see, comprises the autonomic nerve system. Und zwischen diesem Ganzen And in between all that liegt die sogenannte extrazelluläre Flüssigkeit. you see what is called the extracellular liquid. Und Pischingers Erkenntnis ist nun, dass die Bindegewebszellen, die hier blau dargestellt sind, And Pischinger found out that the interstice cells, which are painted here in blue, und die interzelluläre Flüssigkeit and the intercellular liquid ein eigenes System darstellen, form a system of their own, nämlich das Grundsystem. which is called the regulative basic system. Wobei die Zellen des Grundsystems, also hier sind die Zellen des Grundsystems, But the cells, which you see here, die wir auch als Fibroblasten bezeichnen, which can also be called the fibroblast, die Zusammensetzung der intrazellulären Flüssigkeit bestimmen. they are responsible for how the intercellular liquid is formed. Also diese Zellen und die intrazelluläre Flüssigkeit Both the cells and the intercellular liquid gehören ganz eng zusammen. very closely belong together. Noch etwas ist wichtig, was Professor Pischinger entdeckt hat. And Professor Pischinger also found something else which is very important, Dass diese Zellen, that these cells, also die Fibroblasten, the fibroblast cells, zerfallen können can dissolve, und dadurch durch diese Zerfallprodukte die intrazelluläre Flüssigkeit verändern können. and by dissolving they will change the intercellular liquid. Diese Zellen können sich aber auch zusätzlich aufbauen But also these fibroblast cells can build up, und dadurch wiederum die intrazelluläre Flüssigkeit verändern. and again this brings about a change in the intercellular liquid.
Dadurch ist es also möglich, diese intrazelluläre Flüssigkeit jeweils den Bedürfnissen entsprechend anzupassen. In this way, the intercellular liquid can be changed according to the needs of the body. Ich habe Ihnen das hier nochmal auf dieser Folie zusammengestellt. On this chart, you see the same. Das ist nicht sehr scharf. Ja. It is. Can I change it? This is good. It's good. Ja? Jawohl. Also durch Zerfall By the dissolving of the cells, the fibroblast cells, oder durch Wachstum dieser Zellen or by their growth, kann die intrazelluläre Flüssigkeit erheblich verändert werden. very large changes can be brought about in the intercellular liquid. Die intrazelluläre Flüssigkeit wird aber auch aktiv durch diese Zellen verändert, But also in an active way, the intercellular liquid can be changed, indem diese Zellen, die Fibroblasten, Stoffwechselprodukte aus der Zelle in die intrazelluläre Flüssigkeit abgeben. By draining their metabolism products, by the fibroblast cells draining their metabolic products into the intercellular liquid. Wichtig ist auch zu beachten, dass zwischen diesen Fibroblasten And in between those fibroblast cells, sich ein ganz dünnes Netzwerk ausbildet, you have to note a very thin or fine network welches aus den Fibroblasten entsteht. which is formed out of the fibroblast cells. Und in diesen Verlängerungen der Fibroblasten, da wird die extrazelluläre Flüssigkeit festgehalten. And this network is sort of like an extension of the fibroblast cells, and it keeps together the intracellular liquid. Sie müssen also bitte unterscheiden und differenzieren Please differentiate between zwischen dieser extrazellulären Flüssigkeit the extracellular liquid surrounding the cells, um die Fibroblasten herum the fibroblast cells, und zwischen der intrazellulären Flüssigkeit, and the intracellular liquid, welche Sie in den Fibroblasten finden which you find within the fibroblast cells, oder welche Sie in den Organzellen or finden. which you find in organ Das cells. ist also die intrazelluläre So we Flüssigkeit. have on the one hand the intracellular liquid and the extracellular liquid on the other hand. Und die stehen nun wiederum über die Zellmembran untereinander in Wechselbeziehung. There is also an interrelation between these two kinds of liquids going through the membranes of the cells. Bleiben wir nochmal bei der extrazellulären But Flüssigkeit. as regards to the extracellular liquid, Sie umfasst bei erwachsenen Menschen, with a grown-up person vielleicht mit 75 Kilogramm Körpergewicht, who weighs about 75 kilograms, ungefähr 16 Liter. this extracellular liquid is about 16 liters. Das ist doch erstaunlich viel, wenn man bedenkt, This is an extraordinary amount. dass dem gegenüber nur etwa 5 bis 7 Liter Blut Remembering that we have only 5 to 7 liters of blood. in dieser extrazellulären Flüssigkeit In this extracellular liquid, finden wir nun alle Stoffwechselprodukte, we now find all products of metabolism welche die Organzellen benötigen which are needed by the organ cells und welche von den Organzellen in die extrazelluläre Flüssigkeit gehen. and which, on the other hand, are drained by the organ cells into the intercellular or extracellular liquid. Durch diesen Austausch der Stoffwechselprodukte von Zelle zu extrazellulärer Flüssigkeit By this exchange of metabolism products from the organ cells to the extracellular liquid, entsteht der innere Stoffwechsel. the inner metabolism is achieved. Und diesen Stoffwechsel And this inner metabolism können wir sehr gut can we mit homöopathischen Mitteln beeinflussen.
can be influenced very well by homeopathic remedies ohne dass wir Schaden setzen. without injuring the body. Dazu allerdings ist notwendig, But for this it is necessary dass wir die richtigen homöopathischen Mittel verwenden, that we use the adequate homeopathic remedies die Steuerung in die richtige Richtung zu bringen to control the metabolism in the right way, und dass wir die richtigen Potenzen and that nehmen, we also use the adequate potencies dass wir diesen Stoffwechsel in dem richtigen Umfang steuern können. to control the metabolism to the extent that is really needed. Mit chemischen Mitteln Chemical drugs, on the other hand, können Sie auch in den Stoffwechsel hier eingreifen. will allow you to interfere with the inner metabolism, Aber in der Regel können Sie diesen Stoffwechsel nur unterbrechen. but as a rule it only works in the way of interrupting the metabolism. Also Sie können nur hart hineingehen, It is always a very harsh measure. aber Sie können nicht weich und vorsichtig steuern. It is not possible by chemical drugs to go in softly and in a controlling way. Und dadurch besteht immer die Möglichkeit, And that always gives you the possibility dass Sie Schaden setzen. that you are harmful. Das ist der Grund, That is the reason why, dass Sie in der Regel mit biologischen Mitteln steuern und sogar heilen können, as a rule, if you use a biological medicine, you can control and heal, wenn dieses System noch arbeitet. provided that the intercellular regulative system still works. Und dass Sie sehr oft Nebenwirkungen haben, And very often you have side effects wenn Sie chemische Mittel nehmen. when, on the other hand, you use chemical drugs. Für uns oder für mich selber ist es nun aber wichtig, For us or for myself, it is very important to know dass man das kontrolliert, welche Mittel man nehmen muss, dieses System zu steuern. that you have to control and to watch what you are doing while influencing the system. Ich selber nehme in meiner Praxis dazu die Elektroakupunktur. In my practice, I like to apply electroacupuncture for this controlling. Wenn wir einen reinen Homöopathen haben, If you have a doctor who works only by homeopathy, der kann nur steuern, he will prefer to control indem eine sorgfältige Anamnese erhebt, by means of investigating carefully into the life history of the patient und dadurch eruiert, and to find out wie sich die Organzellen bereits verändert haben. what changes are liable to have taken place already with the organs affected. Nimmt also Symptome und Modalitäten als Leitlinie. He orientates himself with the symptoms that are there in the life history. Wir in der Elektroakupunktur, For us in electroacupuncture, wir nehmen als Grundlage unserer Messmethoden we rely, when measuring, das elektrische Verhalten wesentlich im Grundsystem. on the mainly on the electrical behavior that is present in the basic regulative system. Denn wenn hier chemische Prozesse ablaufen, If there are any chemical processes taking place, laufen dazu immer parallel auch elektrische Prozesse. they have to be accompanied always by bioelectrical processes, Denn alle Zellen, because all cells alle Zellmembranen, and all membranes, cell membranes, sowohl von den Organzellen both of the organ cells als auch von den Fibroblasten and of the fibroblast cells, haben elektrische Potenziale. have or carry electrical potential. Und diese elektrischen Potenziale ändern sich bei jedem Stoffwechselvorgang. And these electrical potentials keep changing with every process of metabolism. Und das messen wir aus meiner Sicht praktisch bei der Elektroakupunktur. And as far as I understand electroacupuncture, that is exactly what we are measuring. Ich darf also nur mal kurz zusammenfassen. So let me summarize.
die Steuerung der extrazellulären Flüssigkeit als wesentliches Moment the control of the extracellular liquid erfolgt also einmal über die Zellmembran hinweg. In one place takes place Über die Zellmembran hinweg. Through the cell membranes. Zum Zweiten durch Zerfall der Fibroblasten. And secondly, through the dissolution of fibroblast cells. Und durch Umwandlung der Fibroblasten. Or through changing of the fibroblast cells. Zum Beispiel in Lymphozyten. Into, for instance, lymphocytes. Wichtig für uns ist immer wieder daran zu denken, for us it is always important to remember, dass die Fibroblasten die Zusammensetzung der extrazellulären Flüssigkeit verändern können. That the fibroblasts are able to alter the consistency of the extracellular liquid. Und weil dem so ist, bezeichnet Fischinger, this being so, Professor Fischinger bezeichnet Professor Fischinger das Ganze als Zelle-Milieusystem. Calls this whole system of interrelation the system of the cell surrounding, milieu. Would you understand this word in your language? The cell milieu system. Nun zum Grundsystem. Das Zelle-Milieu-System besteht also aus den Fibroblasten und der extrazellulären Flüssigkeit. The cell milieu system therefore is made up of the fibroblast cells together with the extracellular liquid. Dieses System besteht bereits beim Einzeller. And this system already is present in the one cell being. Und wird bei jeder Zellteilung, bei jeder höheren Entwicklung des Organismus mit übernommen. And with every cell division, with every step of further development of this being, the cell milieu system continues. Nun weiter zum Grundsystem. And the basic regulative system, das Grundsystem gibt es nur bei höher entwickelten Wesen. However, is only present with beings that are higher developed. Weil verschieden differenzierte Zellen zur Zusammenarbeit gezwungen werden. Because there are cells that are different from their makeup and they all have to work together. Beim Einzeller ist das ja nicht nötig. Which is not the case and not necessary with a one cell being. Und dazu stehen nun zur Verfügung and for this we have das Kapillarsystem, the capillary system, also das Kreislaufsystem, which is the circulation system, und das autonome Nervensystem. and also the autonomous nerve system. Beginnen wir erstmal bei dem Kreislaufsystem. Let us start with the circulatory system. Dafür habe ich eine andere Folie hier. You see it, I have marked it on this chart. Beim Kreislaufsystem In the circulatory system, erfolgt der Antransport the transport towards all dessen, was der Organismus zur Ernährung braucht. the organism, or all the things that are necessary for the organism to live. Und es erfolgt und dieser Antransport geht, einen Augenblick, ob ich das nicht mehr noch besser habe. And this transport of all the substances that are necessary, Excuse me, I have another folder here. it is even better on this chart. Ja. Hier sehen Sie den arteriellen Schenkel. Here you see the artery, und von dem arteriellen Schenkel gehen die Stoffwechselprodukte, die Ernährungsprodukte, and all the products and substances that are necessary for nutrition in die extrazelluläre Flüssigkeit, are being transported into the extracellular liquid, werden von den Fibroblasten hier entsprechend dem Bedarf verändert. Are changed according to the individual need by the fibroblast cells, und dadurch aufnahmefähig gemacht für die Organzellen. and only after that the organ cells are able to take in
these substances. Sie sehen also, das Kapillarsystem steht nirgendwo direkt in Beziehung mit den Organzellen. You see, and that is very important to note, that the capillary system is not directly linked to the organ cells. Immer muss der Stoffwechsel über die extrazelluläre Flüssigkeit des Grundsystems But gehen. always the extracellular liquid works as an intermediary. Auf der anderen Seite, On the other side, die Stoffwechselprodukte aus den Organzellen they transport back the drainage of the metabolism products from the organ cells. gehen nicht direkt zurück in den venösen kapillaren Schenkel, Does not directly go back into the veins, sondern indirekt auch wieder nur über die extrazelluläre but Flüssigkeit. always indirectly using the intermediary of the extracellular liquid. Also, es besteht keine direkte Beziehung zwischen Organzellen und dem Kapillarsystem. So you see there is no direct link between the capillary system and the organ cells. Der Abtransport erfolgt also in dieser Richtung. The drainage, the transport back goes in that direction as shown by the arrows. Einmal also über die extrazelluläre Flüssigkeit in den venösen Kapillarschenkel And you see it either goes through the extracellular liquid into the venous capillaries, und zum anderen auch von den Organzellen über die extrazelluläre Flüssigkeit in das Lymphsystem. or from the organ cells via the extracellular liquid into the lymphatic system. Dabei werden die Stoffwechselprodukte And the metabolic products unter einem Molekulargewicht von etwa 10.000 which have a very low molecular weight, less than 10,000, über den Kapillarschenkel, venösen Kapillarschenkel abtransportiert will be transported back through the capillary venous system, und die Stoffwechselprodukte größer als 10.000 Molekulargewicht and those products larger than one with 10,000 mehr als 10.000 hier über den Lymphweg abtransportiert. will be transported back over the lymphatic system. Und ich möchte Sie herzlich bitten, Please, dass Sie sich diesen Weg hier unbedingt merken. remember this flow back as indicated on the chart through the lymphatic system, Denn der Rücktransport because the drainage, the transport back von Krankheitsprodukten, of illness products von den Organzellen, from the organ system, die ja auch im Zahn existieren. and remember they also exist in the teeth system. Also wenn Sie zum Beispiel eine chronische Pulpitis haben oder eine Gangrän, If you have a chronic pulpitis or a gangrena, dann gehen die Stoffwechselprodukte also the toxic products of this process nicht direkt hier in die Venen oder ins Lymphsystem, are too large to go directly into the capillary system, sondern immer über das Grundsystem. but they always go through the regulative basic system. Und wenn es sich um gangrenöses Gewebe handelt, And um if it gangrenöse is Stoffwechselprodukte, gangrenous tissue or gangrenous metabolism, gehen diese Produkte in erster Linie über das Lymphsystem. they will in the first place be drained through the lymphatic system. So haben wir hier eine Möglichkeit, So here we have a possibility das Lymphsystem zu kontrollieren, to control the lymphatic was system, über diesen Weg geht, which goes this way, und damit indirekt die Organzellen zu kontrollieren. and so indirectly we have a way of controlling the organ cells. Das hier ist der Schlüssel für den Reizstromtest mittels Elektroakupunktur. And this is the key to the Reizstromtest. was jetzt Reizstrom? Reizen. The, Was ist Reizstromtest? to the tests, to the electroacupuncture tests. Für den Test, den ich für die Diagnose von Krankheiten in Zähnen entwickelt habe. The particular test as developed by myself
for the diagnosis of illnesses, und den wir morgen demonstrieren wollen. which we will demonstrate tomorrow, the irritation currents. Aber bitte denken Sie dann immer an dieses Bild hier. So when we discuss this test tomorrow, please keep remembering the chart, this chart. Denken Sie, dieses seien jetzt mal die Zähne. Think of those organ cells representing the teeth, Denken Sie, diese Zähne seien krank. and these teeth having a trouble. Dann gehen die Stoffwechselprodukte, die Krankheitsprodukte diesen Weg unter anderem. Their products, their metabolism products will be drained the way is indicated in the chart, Und wir kontrollieren an dieser Stelle mittels Elektroakupunktur. and by means of electroacupuncture we test at the lymphatic system An dieser Stelle. at this point as indicated. Allerdings muss ich noch ergänzend bemerken, But I have to add dass der Rückfluss der Lymphe that the redrainage of the lymph von der extrazellulären from Flüssigkeit the extracellular liquid zurück in den Kapillarschenkel back into the capillary system nicht direkt erfolgt, is not a direct one, sondern in der Regel über Lymphknoten, über lymphatisches Gewebe. but as a rule will go through lymphatic knots and tissue. Also die Lymphe, die hier aus dem Grundsystem herauskommt, The lymphatic liquid draining out of the basic regulative system wird in den Lymphknoten aktiv verändert. is changed in an active way in the lymphatic knots. Und so verändert, dass sie den Rückstrom des Kapillarsystems selbst, die Venen, nicht stört. And is altered in such a way that it can redrain into the venous system without harming. Also Sie sehen, diese Richtung hier, das ist der Schlüssel für die Elektroakupunkturdiagnostik für den Zahnarzt. So you see, for the electroacupuncture diagnostics of the dentist, this direction as indicated by the pencil is what matters. Sie könnten natürlich auch eine Kontrolle mittels Elektroakupunktur im arteriellen oder venösen Kapillarsystem einschalten. Of course, you also have the possibility of controlling and testing the capillary system, either in the artery or in the vein. Also dieser Weg, this way would be possible also, but this way is much more better. Das sagt die Erfahrung. Also, das sagt die Erfahrung, dass wir diesen Weg hier nehmen sollen. And experience just has shown that it is best and easiest to test at the lymphatic system. Und ich stelle mich hierher und behaupte das, And I just stand up in front of you and claim this, weil ich das nun schon seit über 20 Jahren in der Praxis tagtäglich mache. because I have been practicing this day for the past 20 years. Das hindert aber die Schulmedizin nicht daran, But Orthodox medicine still diese Methode abzulehnen. is not concerned, and they still deny this. They won't accept it. Wir müssen zuerst einmal, Dr. Voll und wie wir alle heißen, wir müssen erst einmal sterben und unsere Kinder müssen auch sterben und dann wird es bestimmt anerkannt. Obviously, first Dr. Wall and myself and whosoever we are and all our children, they will have to die before Orthodox medicine will accept it. So, also bitte merken Sie sich diese Folie. So please remember this very important chart, Dann können wir miteinander reden und uns auch verständigen. because this is the chart we have to communicate on later on. Und nun verstehen Sie hoffentlich auch, warum ich das Grundsystem an den Anfang dieses Kurses gesetzt habe. Perhaps now you understand why, as the first item of this seminar, I introduced the regulative basic system to you. Nun, zu dem Grundsystem von Bischinger gehört noch etwas anderes. Another thing has to be mentioned in the context of the basic regulative system. Das ist nämlich das autonome Nervensystem. That is the autonomous nervous system. Und das habe ich Ihnen hier einmal rot dargestellt. It is marked in red on this chart.
Dieses interessiert mich als Zahnarzt für die Herddiagnostik nur indirekt. As I said, for me as a dentist, in my focus diagnose, I'm not directly interested in it. Wenn ich Elektroakupunktur betreibe. In my work of electroacupuncture. Es ist aber sehr wichtig und interessant, but it is very important and very interesting wenn man eine andere diagnostische Methode verwendet. If you apply another way of diagnose, das ist der Elektrohauttest nach Standel und Gehlen. Which is the electro skin test according to Standel und Gehlen. Mr. Standel and Mr. Gehlen. Das sind zwei deutsche Ärzte. These are two German medical doctors. Diese Methode verwende ich auch in meiner Praxis. I also apply this method in my practice. Als Ergänzung zur Elektroakupunktur. In addition to electroacupuncture. Aber ich werde sie hier in diesem Kurs nicht zeigen und nicht erwähnen. But in this seminar we will not demonstrate this. Das führt zu weit. Because it's too much of a large field. Ich bin aber der Meinung, dass man eine klinisch nicht anerkannte Methode wie die Elektroakupunktur. But I am of opinion that if you have a method like electroacupuncture, which is clinically not accepted, dass man die immer durch eine zweite Methode ergänzen muss. That it is always wise to supplement by means of another method. Denn sie stehen auf zwei Beinen immer sicherer als auf einem. Because you're safer on 2 feet than on 1. Und das Ganze auf der Basis der klinischen Medizin. And all that, remember, as I said, always being founded on orthodox medicine, on clinical medicine. Nun nochmal zurück zum autonomen Nervensystem und Grundsystem. Back to the autonomous nervous system in its relation to the basic regulative system. Die Endausläufer des autonomen Nervensystems sind hier kurz schematisch dargestellt. In this chart you see where the nervous system extends into the basic regulative system. Auch diese Ausläufer gehen nicht direkt zu den Organzellen, wie man früher immer angenommen hat. In former times one used to think that the autonomic nervous system is directly linked to the organ cells. Sondern sie enden frei in der extrazellulären Flüssigkeit. But that is not so. Rather, does it just end with a loose end into the extracellular liquid, similarly as the capillary system. Und geben zum Beispiel hier das Noradrenalin in die extrazelluläre Flüssigkeit ab. And the noradrenaline, for instance, is drained into the extracellular liquid. Das ist die eine Steuerungsmöglichkeit des autonomen Nervensystems. One way of control as exerted by the autonomous nerve system. Sie können das auch mit Elektroakupunktur nachkontrollieren. You can also test that by means of electroacupuncture. Und dieser Weg hier, and this way, der Steuerung der Organzellen, of control of the organ cells, durch das autonome Nervensystem, by means of the autonomous nerve system, über das Grundsystem, via the basic regulative system, das sollten Sie sich auch unbedingt merken, is also one fact that you have to remember, denn das ist wichtig für das Verständnis, because it is very important for understanding für viele Dinge, die Ihnen Dr. Gleditsch sagen wird. Of many of the things that will be mentioned by Dr. Gleditsch. Noch eine Ergänzung sei mir erlaubt. May I add? Das autonome Nervensystem The autonomous nervous system hat im Grundsystem within the basic regulative system eine Verbindung mit dem Kapillarsystem. Is joined to the capillary system. Denn die arterielle Kapillare, die hier dargestellt the ist, arterial capillary shown in the chart, und die Stoffwechselprodukte zur Ernährung der Zellen hier abgibt, which brings in the metabolism products to nourish the cells, und ja nahtlos in die venösen Kapillaren übergeht, and which goes back directly to the venous wie capillary, das hier dargestellt ist, as you see in the chart, hat hier noch eine Zwischenverbindung. has another joint at this place. Und diese Zwischenverbindung hier This joint or junction
wird über das autonome Nervensystem is controlled by the autonomous nerve system derart, dass dieser Schand, diese Zwischenverbindung geöffnet und geschlossen in wird. a way that this shunt, this joint is being opened and closed. So kann gesteuert über das autonome Nervensystem das So through the steering and control of the autonomic nerve system, so kann über dieses autonome Nervensystem der Blutfluss gesteuert werden, einmal über die Peripherie, the blood flow can be controlled either in the periphery oder über die Kurzschlussstrecke direkt wieder zurück. or through the shortcut bit back again in the intercellular liquid. Dadurch wird es zum Beispiel verständlich, This makes makes you able to understand dass wenn Sie einen Patienten erschrecken, if you shock a patient, das autonome Nervensystem the autonomic nerve system diese kapillaren Schand öffnet, opens this capillary shunt, das Blut nicht über die Peripherie fließt so the blood does not flow through the und periphery, der Patient, wenn das nun mal die Organzellen Haut sind, ganz blass wird, ganz schnell. and as regards to the organ cells of the skin, the patient will grow pale immediately. Hier ist also über das autonome Nervensystem eine sehr schnelle Steuerung des Grundsystems möglich. So you see, in this case, the autonomous nerve system has a very quick and immediate way of influencing the extracellular liquid. Ich glaube, damit... 5 minutes. Not Ich wollte jetzt gerade... We're just coming to a close. Das Grundsystem durchzieht also The basic regulative system, therefore, alle den gesamten Organismus. is present in the whole organism, Jede nervale, vaskuläre, hormonelle Steuerung and all kinds of control, be it nerval or vascular or und die immunologische And- hormonelle Steuerung erfolgt über or das Grundsystem. hormonal or immunological, always working through the basic regulative system. Im Grundsystem laufen also alle Basisfunktionen ab. You see how all basic functions are combined in the basic regulative system, Und wir können zusammenfassen, and so we can summarize. es gibt mehr als 1000 Krankheiten. There are more than 1,000 diseases, Aber es gibt nur eine Gesundheit, but there is only one health denn es gibt nur ein Grundsystem. because there is only one basic regulative system. That's all for the Grundsystem. That's all that was that ought to be mentioned about the basic regulative system. Thank you. You're right there in town. I got 2 now, just in case you lose one. Yeah. Okay, I hope everyone had a good lunch. From now on, we're trying to be a little more punctual. We'll tell you the time to come back. Please come back. We're paying money for this information, and we want to get all that we can. Without any further ado, Dr. Kramer, again, please. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, Dear colleagues, heute Vormittag haben wir das Grundsystem besprochen. this morning we were talking about the basic regulative system, Und den Leukozytentest erklärt, and I explained the leukocyte test to you, weil Sie damit eine Möglichkeit haben, die Funktion des Grundsystems zu prüfen. which gives you a possibility or a means to test the basic regulative system. Nun, heute Nachmittag möchte ich mit Ihnen ein Problem besprechen, This afternoon I want to discuss a problem with you, und zwar das Amalgamproblem. which is the amalgam problem. Denn mit dem Amalgam, was wir
Zahnärzte in der Praxis verwenden, because the amalgam being used by the dentists in our offices, belasten wir leider das Grundsystem. unfortunately, we stress the basic regulative system of our patients. Und daher ist es notwendig, in einem solchen Kurs auf das Amalgam und seine Probleme näher einzugehen. Therefore, in a seminar like this, it is necessary to discuss the amalgam problem. Und weil das so wichtig ist, bin ich gleich Dr. Arana gefolgt und habe mir dieses Blätterle angestellt. And because it is so important, I immediately followed Dr. Arama and I put on this anti-hydrogenium badge. Und wenn ich meine Lecture beendet habe, haben Sie hoffentlich alle dieses Blätterle auf Ihrem Revers. And I hope by the time I shall have finished my lecture on this problem, all of you will be wearing it. Eingangs sei zu unserem Problem mal festgestellt, To begin with, let me say, dass ein gesundes Gebiss a healthy teeth keine metallischen Fremdkörper im Mund hat und auch therapeutisch keine benötigt. does not have any metals included in it and does not need it. Wenn wir alle Patienten mit gesundem Gebiss hätten, würden wir daher auch keine Amalgamprobleme kennen. If all our patients were having healthy teeth, we would not have the amalgam problem. Nun sei vorher festgestellt, So, to begin with, dass man dem Amalgamproblem am leichtesten ausweichen kann und I könnte, can tell you that the best way to evade the amalgam problem möglicher Zahngesundheit erzielen können. is to train and educate our patients for better health of their teeth. Das muss aber in frühester Jugend bereits beginnen, sonst haben wir nicht den richtigen Erfolg. But for this end, you have to start in the very youth of the patients. Gelingt die Gesunderhaltung des Gebisses nun nicht If you do not manage to keep your patients' teeth healthy, und entsteht Karies, and if caries starts with them, so sind Kronen und Füllungen unvermeidlich, um die Gebissfunktion wiederherzustellen. so it is inevitable to use crowns and fillings to restore the Karies weitergeht oder wir Zahnverlust gar durch Parodontose haben, if caries goes on or you lose teeth through periodontosis, dann müssen wir die Gebissstellen durch fixe Brücken oder durch abnehmbare Prothesen oder durch beides. you have to restore the function of the teeth either by bridges that are fixed or by dentures that can be removed or both. Sie alle kann der Zahnarzt aber nur aus Metall herstellen, But all these measures can only be made of metal wenn die Kauebene erhalten will. if you want to keep the plane of chewing, Dafür, the level of chewing. ja, dafür werden zumindest bei uns in Deutschland eine Unmenge von verschiedenen Metallen verwendet. In Germany, quite a range of different metals are being used for this purpose. Das Amalgam haben wir schon kurz erwähnt. We already mentioned amalgam. Sie wissen, dass es hier zwei grundsätzlich verschiedene Amalgame gibt. You know there are two different kinds of amalgam. Das eine ist Kupferamalgam. One is the copper amalgam. Es hat den Vorteil, dass es wenig Sekundärkaries gibt. The advantage of it is that very little secondary caries will come up, Aber es nutzt sich sehr schnell ab. but it very quickly gets worn out. Und was ganz wichtig ist, es ist ganz hochtoxisch. And what is even more important, it is of high toxic. So It ist is highly toxic. es bei uns in Deutschland jetzt praktisch nicht mehr in Gebrauch. So nowadays in Germany it is practically no more being used. Und das ist gut so. And that is very good. Die andere Form vom Amalgam ist das sogenannte Silberamalgam. And the other form of amalgam is the so-called silver amalgam. Sie wissen alle, dass es wenigstens 50% Silber enthalten sollte. You all know it should consist of at least 50% of silver. Und das gute, allerdings auch teure Amalgame wenigstens 70% Silber enthalten sollte.
And that if it is to be a good amalgam, but then it will be more expensive, it should have at least 70% of silver. Wenn Zahnärzte gutes Amalgam verwenden wollen in Deutschland, dann nehmen sie zumindest Non-Zink-Amalgam. Good dentists in Germany, at least if they want to serve you with a good amalgam, use it without zinkum. Die Zahnärzte bei uns in Deutschland und besonders die Professoren an den Universitäten sagen, Dentists in Germany and in particular the dental professors say dass man zurzeit auf Amalgam als Füllungsmaterial nicht verzichten könnte. but at this time it is not possible to do without silver amalgam. Es sei am leichtesten zu verarbeiten. It is the easiest of all materials to be worked with. Und man könne auch nicht darauf verzichten, weil es am relativ billigsten ist für die Sozialpraxis. And it is relatively cheap for the national health insurance. Ich selber versuche in meiner Praxis kein Amalgam zu verwenden. As for myself, in my practice, I try to do without amalgam. Das nächste Material, das nächste Metall, was im Mund verarbeitet wird, ist Gold. Another material that can be used in the mouth is gold. 30 Jahre zuvor war ich in Chicago an der Universität. 30 years ago when I was at Chicago University, und da habe ich einen Kurs mitgemacht für Stopfgold. And I joined a course of where they use stuffing in gold. Gold foil. Goldfoil. Gold foil. Yes, ja, I'm sorry. Ich habe diese Goldfüllungen längere Zeit in Deutschland selbst auch gemacht. I did this kind of filling for quite a long time in Germany myself. Aber dann kam die Gusstechnik auf und wurde immer mehr verbessert, sodass heute praktisch auch in Deutschland keine Goldfolienfüllungen mehr gemacht werden. But then in Germany the casting of gold was developed, and so we don't have the gold foil fillings anymore in Germany. Es gab dann in den 70er Jahren ein Gesetz in Deutschland, In the 70s, a law was made in Germany das feststellte, dass das Fehlen und das Erkranken von Zähnen eine Krankheit ist. Auch das Fehlen von Zähnen. stating that both the carriers, the getting ill of teeth, as well as the missing of teeth, is termed to be a disease in our country. Und unsere Gewerkschaften And our trade unions in Deutschland stellen die Forderung auf, dass die Versorgung des Gebisses für ihre Mitglieder gerade noch gut genug, das Beste gerade noch gut genug ist. demanded that for their members the best means of curing teeth would be the least they could ask for. So kam die Versorgung der Gebisse mit Gussfüllungen und vor allem mit Goldkronen immer mehr Gewicht. So for the general health and the general public, fillings made of gold became more popular and more common. Das führte so weit, dass wir in Deutschland 1984 This led us to the point in 1984 ungefähr 1/3 des Weltgoldverbrauchs für Zahnärzte verwendet haben. that 1/3 of all the gold used in the world was used for dentistry in our country, Nur in Deutschland. only in Germany. Das wurde mit der Zeit aber unbezahlbar. But of course, eventually nobody could afford this. Und so verwenden wir heute zwangsläufig goldreduzierte Materialien. So nowadays we are forced to use materials that hold less gold, Oder sogar Gussmaterialien, die ohne Gold sind. or even castings without gold at all. Das hat die Probleme von Strombildung im Mund, über die wir noch sprechen werden, erheblich erschwert. But that highly increased the problem of currents in the mouth to a very large extent. Aus kosmetischen Gründen For cosmetical reasons, kamen dann in den letzten Jahren auch noch die Verblendkeramikarbeiten auf. during the last years we started, was ist Verblendkeramik? Ceramics
for the surface. The surface of the crown. Yeah. Laminate, porcelain laminate. Yeah, porcelain, you see. But it's no porcelain, it's ceramic. Ceramic laminates Das kam, for the crowns. das kam nun auch noch auf. So haben wir jetzt schon mehrere große Gruppen So you von see Metallen. all these different groups of metals that can be present in the mouth. Amalgam, Amalgam, Gold gold, und verblendet Gold. and ceramic laminate. Eine andere Gruppe von Metallen kommt noch dazu, And there's another group of metals added to this, die man für abnehmbare Arbeiten used verwendet. in dentures. Früher war das bei uns Stahl von Krupp entwickelt. In early times we used to use steel fabricated by Krupp. Das war wohl das erste auf der Welt. That was the first in the world to be used in dentures. Und dann kam von Amerika rüber die Chrom-Cobalt-Legierung. And then from America we got the chrome cobalt alloys for this purpose. Und schließlich werden noch als Metalle verwendet Zinn und Aluminium für Behelfskronen. And then we also have zinc and aluminium for temporary crowns. Sie sehen, oder ich erwähne das deswegen besonders, I like to mention all this weil wir das Amalgamproblem auf gar keinen Fall alleine betrachten können, because the amalgam problem is not an isolated problem, sondern stets in Verbindung mit den anderen Metallen, die in den Mund auch noch hineinkommen. but it is always linked with all the other metals that are being used in the mouth. Dass wir hier vor uns ein großes Problem haben, And you see how large the problem is. sehen Sie aus einer Arbeit von Professor Eichner in Berlin. Professor Eichner in Berlin wrote down, made a study, and he found, Untersuchte 500 Patienten he studied 500 patients, und fand, and he found dass nur 10% der Patienten eine einzige Legierung im Mund hatten. that only 10% of all these patients only had one alloy in their mouths. Wenigstens 50% der Patienten hatten zwei verschiedene Legierungen. At least 50% of their patients had two different alloys in their mouth. Und ungefähr 40% der Patienten hatten bis zu 6 verschiedene Legierungen im Mund. And about 40% of patients that had up to 6 different metals in their mouths. Sie sehen, dass wir hier ein wirkliches Problem vor uns haben. And you see, this is a real problem. Das Problem wird noch größer, It is even increased wenn Sie bedenken, if you consider dass zum Beispiel die goldhaltigen Legierungen, Sie müssen entschuldigen, es ist nicht klar. It's inside, yeah, the machine. It's inside the reflector. It doesn't get clearer. Also bei den goldhaltigen Legierungen If you consider the gold alloys haben wir bis zu 9 verschiedene Metalle in der Legierung. These alloys in themselves may comprise 9 different metals. Das sind Ergebnisse für Legierungen, die wir in Deutschland verwenden. This applies to studies made in Germany. Aber soweit ich das prüfen konnte, gilt das ähnlich auch für die Vereinigten Staaten. But as far as I was able to find out, the same applies to the United Auch States. die goldreduzierten Legierungen enthalten 4 bis 6 verschiedene Metalle. And also alloys with reduced gold comprise 4 to 6 different metals. Und wenn Sie an das Amalgam nun wieder zurückdenken, And coming back to the amalgam, so müssen Sie berücksichtigen, dass you have to see nicht nur Silber in diesen Amalgamfüllungen enthalten ist, that they do not only comprise silver, sondern in dem Pulver but the powder used 29% Zinn enthalten sind, comprises 29% of zinc, of stannum, ungefähr 6% Kupfer about 6% copper, und 2% Zink. and 2% of zinc. Und was ganz wichtig ist, And what is very important, die restlichen 50 Gewichtsteile, also die and Hälfte, the other 50%, the other half, is hydrogenium, ist reines, ganz Pure. reines Quecksilber. really pure hydrogenium.
nach dem, was wir bisher festgestellt haben, after what we have stated up to now, müssen wir zu dem Ergebnis kommen, we come to the result dass man das Amalgam keinesfalls isoliert betrachten kann. that amalgam is not an isolated Man problem. muss es stets in Verbindung mit allen anderen Metallen sehen, die wir Zahnärzte in den Mund inkorporieren. You always have to relate it to all the other methods that are incorporated into the mouth by dentists. Denn die Mundhöhle ist ja ein Teil des Gesamtorganismus. Remember that the oral cavity is part of the human body Und eingebettet in die Regulationssysteme, die wir heute früh besprochen haben. and it forms part of the regulative systems we were talking about this morning. Und dass dieses Regulationssystem This basic regulative system humoral, hormonell und neural gesteuert wird. as we saw in itself, is controlled humorally, hormonally, and neurally. Und eine zweite Feststellung sei mir erlaubt. And may I make another statement? Das Milieu der Mundhöhle, The milieu of the oral cavity, in welches wir unsere Metallarbeiten where inkorporieren, we incorporate our metals, ist weder physikalisch is neither physically, noch chemisch neither in its physics nor chemically, noch physiologisch ein einheitliches Gebilde. nor physiologically united. Der Speichel spielt dabei die besondere Rolle. The saliva plays the main role in it Der Speichel nämlich verfügt über Biokatalysatoren, because it has biocatalysts in it, über viele Fermente, die die Verdauung einleiten, many elementary ferments as well, und über etliche Spurenelemente. and some minerals. Der Wie sagt man Speichel, Spurenelemente? Trace minerals. der Speichel verfügt aber auch, um diese Verdauung einzuleiten, über ein saures Milieu. And to start the elementary process, the milieu of the saliva is acid. Der Speichel muss auch sauer sein, um den Magen-Darm-Trakt, der anschließend folgt, zu schützen. It has to be acid, for instance, to protect the elementary canal leading to the stomach. Nach Professor Vincent in Paris Professor Vincent of Paris, France, beträgt der pH-Wert says that the pH of the saliva bei einem 20-jährigen gesunden Patienten etwa 6,5. with a healthy person of about 20 years is 6.5. Wir haben es also beim Speichel mit einem sauren Milieu zu tun. So you see, it is an acid milieu that is created through the saliva. Und dieses saure Milieu umspült permanent, Tag und Nacht, And unsere Metallarbeiten. day and night, this acid milieu is around our metals in the mouth. Damit haben wir alle Komponenten beieinander in der Mundhöhle. So these are all the components that are present in the oral cavity. Die Folie wurde nass, entschuldigt. I'm sorry, this fall got wet somehow, so you don't see it properly. Aber ich kann es ja vielleicht erklären. Or perhaps I can explain to you what is on it. Wir haben in der Mundhöhle alle Komponenten beieinander, die man für eine elektrische Batterie benötigt. So in the oral cavity, everything is present you would need for an electrical battery. Das saure Milieu des Speichels The acid milieu of the saliva, und beispielsweise zwei verschiedene Metalle. and for instance 2 different metals. Und wenn das zusammenkommt, And if all these things come together, dann haben Sie eine elektrische Batterie. there you have your battery. Genau dieselbe Batterie, wie Sie sie hier für Ihr Tonbandgerät oder ähnliches brauchen. The same kind of battery you perhaps use in your cassette, for your cassette Und wenn recorder. Sie zwischen den verschiedenen Metallen eine Verbindung herstellen, If you link these different parts together, wenn also ein innerer Widerstand dazwischen geschaltet wird, that is, if you put a resistance between those two, dann fließt Strom.
a current will result. Der Strom fließt auch in der Mundhöhle. And currents also result in the oral cavity. Nun, das haben wir schon vor vielen Jahren erkannt This was discovered many years ago already, und verschiedene Messungen durchgeführt. and it was measured. Man kann nun messen den Strom, You may measure the current. man kann aber auch die Spannung messen. You may also measure the voltage. Wenn Sie die Spannung messen If you in der measure the Mundhöhle voltage in the oral cavity zwischen verschiedenen Metallen, between different metals, dann messen Sie die Spannung in Millivolt, das ist die Größenordnung. you will measure it in millivolts because that is the size. Oder Sie können den Strom messen, den Stromfluss messen, Or you use the ampere current, dann wird der nicht in Ampere but gemessen, not in amperes, sondern in der Mundhöhle in Mikroampere. but in microamperes within the oral cavity. Und das haben wir lange Zeit gemacht. And we have done so for a long time. Aber wir bekamen verschiedene Ergebnisse mit verschiedenen Messinstrumenten. But we got different results with different measuring devices. Und das lag daran, This was caused dass wir bei den Messinstrumenten, die verwendet haben, by those different measuring devices we use verschiedene Innenwiderstände verwendeten. having different inner resistances. Sie können zum Beispiel von Bitterling ein Mundbatteriemessgerät kaufen, If you buy the mouth battery instrument fabricated by Pitterling, vielleicht auch bei einer Firma hier in Amerika, das weiß ich nicht. or perhaps there exists a producer in America who uses the same system, Diese Geräte haben aber alle sehr verschiedene Innenwiderstände und oft ist es nicht mal angeschrieben, wie viel. you will see that all kinds of different apparatus use different inner resistances, and sometimes it doesn't even say which one they use. Hier ist zum Beispiel ein Gerät erwähnt This instrument, as mentioned, mit uses 30.000 Ohm Innenwiderstand. a resistance of 30,000 ohm, Es gibt aber auch andere, die haben nur 1000 Ohm. but there are others with only about 1,000 ohm, Und es gibt andere, die haben bis zu 100 Kiloohm. and there are even others with up to 100 kilo ohm. Das bedeutet für uns in der Praxis, In practice, this means dass ein Kollege, der mit diesem Gerät mit 1000 Ohm misst, if you measure with 1,000 ohm, ganz andere Ergebnisse bekommt als ein Kollege, der die gleiche Mund untersucht, aber mit einem Gerät misst mit 100 Megaohm. you will get quite different results from measuring the same patient with a machine which uses 100 mega ohm. Mit anderen Worten, wenn nicht alle Messgeräte für Spannung und Strommessung die gleichen Innenwiderstand haben, können Sie die Messung überhaupt nicht vergleichen. That, with other words, if you do not use the same kind of measuring instruments with the same inner resistances, you will never be able to communicate about your results. Tun Sie es trotzdem, bekommen Sie nur ganz grobe Hinweise. And if you still do it, you will only be able to get general hints. Ein zweiter Punkt ist wichtig, The second point is of importance. dass der Strom The current im Mund in the mouth und auch die Spannung zwischen verschiedenen Metallen im Mund and also the voltages between different metals in the mouth nicht immer gleich ist, are not always the same. sondern bei Belastung, If there is stress, zum Beispiel wenn Sie zusammenbeißen, oben und unten, for Ober- und instance, if you press Unterkiefer, together the upper and the lower jaws, und damit verschiedene Metallarbeiten zusammenkommen, and different metals are pressed together, dass es dabei zu einem Spannungsabfall, zu einer Veränderung kommt, you will find a voltage decrease, a change of voltage, das Gleiche gilt auch für die Strombildung. and the same applies for the current that results. Also wir haben es nicht mit gleichen Werten zu tun, So we get different results, sondern mit Werten, die zeitabhängig sind, denn auf der Abszisse hier ist die Zeit eingetragen. but they may vary according to time. The abscess line, the lower one, refers to time in this graph. Was Sie also mit den bisherigen Messinstrumenten gemacht haben, ist die Messung
des Anfangswertes von Spannung und Strom. So with the instruments that were common up to now, all that was measured was the initial values Das blieb of hier voltage and current. der Stromabfall und der Spannungsabfall über die Zeit hinweg blieben völlig unberücksichtigt. And nobody ever regarded the decrease of voltage and current over the time of under stress. Diese Spannung und dieser Strom hier bestehen aber nur für einen Bruchteil einer Sekunde. The currents, as shown in the initial measurement, are only present for that one moment. Diesen Bruchteil der Sekunde können Sie theoretisch vernachlässigen. And this little second actually may remain disregarded. Viel wichtiger ist, wie lange Spannung und Strom dann permanent bleiben. What is more important to know is which kind of voltage and which kind of current will stay present even under stress. Und wir machten Untersuchungen in meiner Praxis. So in my practice, I've started to measure the second item Das war in den 70er Jahren, in the 70s. zusammen mit Dr. Pesel, das ist ein bekannter Physiker, Together with Dr. Pesel, who is a well-known professor of physics in Germany. und zusammen mit dem Forschungsinstitut von Siemens, das ist nahe bei mir in Nürnberg. And together with the scientific institute of the Siemens firm, which is very near to me, where I live. Und sie gaben uns die dafür notwendigen Messinstrumente. And they provided us with the measuring devices that were necessary. Von denen es damals in Deutschland nur 2 Stück gab. At that time, we only had 2 of those apparatuses in Germany. Und die einige 100.000 Mark alleine gekostet And haben. each of them cost about 100,000 Deutschmarks. Und es gab nur 2 Ingenieure bei Siemens, die diese Geräte überhaupt bedienen konnten. And there were only 2 engineers in the firm of Siemens who were able to operate those apparatuses. Und da fanden wir heraus, And we found out wie die Beziehungen in zeitlicher Abhängigkeit sind. which are the relations as related to time with these phenomena. Und wir kamen zu dem Ergebnis, And the result was dass man wenigstens 1,5 Sekunden messen muss. that you have to continue measuring for at least 1.5 seconds. Bei diesem Beispiel sind es ja nur wenige Bruchteile einer And Sekunde. in this aufgezeigt. example, as you see in the graph, it is only parts of seconds that have been registered. Also wenn man die Strombildung im Mund genau verfolgen will, braucht man wenigstens 1,5 Sekunden. If you really want to observe the development of the currents in the mouth, you have to measure for at least a period of 1.5 seconds. Und man muss zweckmäßigerweise, das ist reine Empirie, And empirically we found Messinstrumente verwenden mit 10 Kiloohm. that it is useful to use measuring devices of at least 10 kilo-ohm resistance. Das herauszufinden hat viel Arbeit und viel Zeit It took gekostet. a lot of time and work to find out these details. Die erste Veröffentlichung darüber erfolgte in der Zahnärztlichen Praxis. Das ist eine Zeitschrift hier mit diesem Titel. The first publication made upon this matter was published in Dentist's Journal. As you see, the title of it is Potential, Current and Energy Measurements in the Mouth, and it is published by myself and Professor Hazel. Nun, was noch wichtig ist, What is of the same importance, den Einfluss jetzt zum Beispiel von Amalgam auf den Körper festzustellen und abzuklären, if you want to know what is the influence of amalgam in the body, da müssen Sie nicht nur 1,5 Sekunden messen, it is not sufficient to measure for over a period of 1.5 seconds only, bei 10 Kiloohm Innenwiderstand, using 10 kilo-ohm inner resistance, sondern Sie müssen diese Messungen but you have im Integral erfassen. to erfassen, wie sagt man, that you have to evaluate the measurements in the integral. Sie müssen beide Messungen zusammen durchführen
Both measurements have to be done simultaneously. Und wir fanden heraus, dass man das in einer Sekunde etwa 1 Million Mal machen muss. And we found that it has to be affected about 1 million times during 1 second, within 1 second. Also in anderthalb Sekunden, anderthalb Millionen Mal. So in the period, within the period of 1.5 seconds, it is 1.5 million times that the measurement has to take place. Und daraus kann man nun das Integral machen. And the following integral results. Und daraus die Energie messen. And only of that you can measure the energy. Sie brauchen das nicht aufzuschreiben. You do not das take bekommen Sie hier in dem to take note of this because it is in the abstract every one of you will get presently. Diese Formel will besagen, This formula says 1,5 Sekunden lang beide Werte messen, nämlich Strombildung und Spannung. if both are measured, the current and the voltage for a period of 1.5 seconds, Und das ergibt das Integral the integral results und aus Spannung und Strom für eine gewisse Zeit die Energie. and you will find the energy that results from the voltage and the amperage of this current. Wenn Sie Energien in der zahnärztlichen Praxis sonst messen, Measuring energies in dentistry in general, dann messen Sie die gewöhnlich in Kilowattstunden. Wenn Sie diesen Strom, den Sie hier auf den Lampen verbrauchen, zahlen müssen an die Elektrizitätswerke, dann wird das berechnet, die Energie berechnet in Kilowattstunden. you would use kilowatt hours. For instance, if you measure the current that is used for illuminating this room, you will count it in kilowatt hours. Nun, so stark ist die Strombildung im Mund wiederum nicht. But the currents that result in the mouth are not of that strength. Wir messen im Mund die Energie nicht in Kilowattstunden, In the mouth we measure sondern in Nanowattsekunden. nanowatt seconds, Also etwa 1 Millionstel. about 1 millionth of 1 kilowatt hour. Aber die Energie im Mund zwischen verschiedenen Metallen ist messbar. But the energy that results between different metals in the mouth still is measurable. Nun kann kein Mensch diese Multiplikation über 1,5 Sekunden 1,5 Millionen Mal im Kopf machen. Nobody can do this just in your head, multiplying the different components of this formula 1.5 million times in a second. Und so entwickelten wir dieses Gerät. And this is why we developed this apparatus. Mit diesem Gerät können Sie über 2 Elektroden messen. There are 2 electrodes which make the current measurable. Über diese 2 Elektroden, die wir an verschiedene Metalle im Mund geben, They are applied to different metals in the mouth. messen wir erstmal die Spannung. In the first place we measure the voltage. Das ist möglich, wenn Sie diesen Knopf hier drücken. This is possible when you press that button on the nosode, Dann on ist, the electrode, ja, dann ist der Innenwiderstand im Gerät ausgeschaltet. which extinguishes the inner resistance within the machine. Und wir messen nur die Spannung. In this case, we only measure the voltage. Die Messung der Spannung ist sehr einfach It is a very simple measurement, und auch reproduzierbar, and it is reproducible weil bei der Spannungsmessung selber ja kein Strom verbraucht wird. because while measuring the voltage, no current is used. Wenn Sie dann den Knopf loslassen, If you release the button, dann wird der Innenwiderstand des Gerätes eingeschaltet the inner resistance within the apparatus is restored, und der Strom zwischen 2 Metallen im Mund kann fließen and the current between the 2 metals in the mouth is allowed to flow und wird verbraucht and is durch being den Innenwiderstand des Gerätes. used and taken away through the inner resistance of the apparatus. Und da ja der Innenwiderstand bekannt ist, But- nämlich 10 Kiloohm, As you know beforehand, which is the inner resistance of the apparatus,
kann das Gerät mit Hilfe eines Kleincomputers die Energie ausrechnen. The apparatus bearing a mini computer inside is able to make out the amount of energy. Wir sehen also, So dass you es see, ein Fortschritt bedeutet, it is a progress dass wir nicht mehr Spannung oder Strom messen, that we no more measure voltage or current, sondern dass wir mit dem Gerät in der Lage sind, but that the apparatus enables us die Energie zu bestimmen, to define the energy die eine Batterie im Mund erzeugt, that is produced by a battery in the mouth wenn zwei verschiedene Metalle über den Speichel zusammenkommen. in the case that two different metals meet through the saliva of the mouth. Warum sage ich das jetzt alles gerade hier? Why do I say all this just now? Weil wir durch viele, viele Messungen erfahren haben, Because through many measurements we found out dass die höchste Strombildung im Mund that the highest current that results in the mouth wenn unedle Metalle im Mund verarbeitet werden. does so in the case that you use unedel, what do you say? Non-precious. Non-precious metals in the mouth. Thank you. Und das am meisten verwendete And the metal which is used most und das Metall, was am unedelsten ist, and which is the least precious of all metals ist das Amalgam. is the amalgam. Sie sehen also, dass das Amalgam und die Strombildung im Mund direkt zusammengehören. So you see the direct link between the amalgam and the currents that are produced within the mouth. Denn über die Mundbatterie Because the oral battery kommen sehr wohl Elektronen in den Speichel, results in electrons being dissolved in the saliva und verändern auch den Chemismus des Speichels. so the chemistry of the saliva is altered, Und dadurch können Störungen im Nervensystem des Organismus entstehen. which may result in troubles within the nervous system. Denken Sie wiederum an das Grundsystem. Remember the basic regulative system we Denken Sie studied, daran, dass das Nervensystem im Grundsystem zur Regulation mitbeteiligt and ist. remember that the autonomic nervous system forms part of the regulation in the basic regulative system. So kann es entstehen, So it may come about dass durch Amalgam that through amalgam über den Speichel via the saliva eine Mundbatterie entsteht a mouth battery is formed, und diese Mundbatterie and this battery zum Beispiel das Nervensystem, das autonome Nervensystem stören kann. may result in a stress upon the autonomic nervous system of the patient. Und dadurch entstehen dann Beschwerden beim Patienten. And the patient starts all kinds of troubles. Und die Beschwerden können sehr verschiedener Art sein. They really can be of all different kinds, Das kann von Kopfschmerzen gehen, starting from headaches, von denen wir sagen, sie seien unklarer Genese. of which we say their cause is not clear. Das kann zu Störungen im Mund selber führen, It may also result in troubles within the mouth itself. zum Beispiel Brennen in der For Mundhöhle. instance, the feeling of burning in the mouth. Das kann zu Aftenbildung führen This can cause small ulcers in the und mouth viele andere Probleme and auslösen. many other problems, Je nachdem, wo das Grundsystem am meisten gestört wird. depending on which part of the body the basic regulative system is stressed in the largest extent. Sie sehen also Amalgamprobleme und Mundbatteriebildung You see gehören zusammen. that the problem of amalgam is closely linked with the problem of the mouth battery, and that is very important to note. Bisher meinte man bei uns in Deutschland Up to these days in Germany, we thought, und auch sonst in der Welt, or elsewhere in the world it was thought, dass das Amalgam nur deswegen Probleme machen würde, that the amalgam only causes problem
weil die Füllungen because the fillings themselves korrodieren may have corrosion, oder abradiert werden. or may be gradually worn out. Und dadurch würden Quecksilber, Silber, Zinn und so weiter in den Körper And it hineinkommen. was considered that through this corrosion or wearing out, the hydrogenium and the other metals would be drained into the body. Aber man kann sehr schnell feststellen, But you easily can see dass die Menge Quecksilber, Silber und Zinn, that those amounts of hydrogenium, silver and stannum die durch Korrosion und Abrieb that come into the body by corrosion and wearing down, ja, dass das relativ gering ist that these are relatively small amounts, und ein Teil davon ja über den Magen-Darm-Trakt natürlich den Körper verlässt. and part of these amounts also leave the body in the natural excretion. Aber durch die Strombildung im Mund But what is important is the current in the mouth. kommen die Metalle in Form von Ionen, nicht Elektronen, sondern in Form von Ionen direkt ins Grundsystem. Because through the currents, the metals, not in the form of electrons but of ions, go directly into the system of the basic regulation. Und wenn Kurzschluss entsteht, zum Beispiel beim Zusammenbeißen, And if shortcuts take place, for instance, if you bite the fillings together with chewing, dann verbinden sich die Ionen aus Quecksilber, Zinn, also aus dem the Amalgam, ions of the amalgam of hydrogen and stannum join together mit den Gewebsanteilen hier im Grundsystem. with the tissues of that are present locally of the regulative basic system, Und so entstehen Eiweiß-Quecksilber-Verbindungen. and thus, wie sagt man für Verbindungen? Eiweiß. Wie sagt man für Verbindungen? Industrial formed connections or components. Components of protein and the said metals are formed. Und diese Eiweiß-Metallverbindungen, And die these schädigen nachhaltig das Grundsystem und die Steuerung. components of protein with the said metals are the ones that really stress the basic regulative system. Sehen Sie, und das hat man nie berücksichtigt bisher. Nobody ever found how important this was before. Bisher hat man immer nur gesagt, man hat immer nur den Urin untersucht und das Blut. Before, only the blood and the urine used to be tested. Hier, dieses Urin und Blut, was hier weggeht. That is the part of the regulative system that is drained away anyway. Aber das kann ja nur kommen von Abrasion und Korrosion. But as I told you, within the drainage, only what is worn out and what is corroding can ever come into the body. Und so fand man hier gar nicht viel Quecksilber und Metallionen im Urin und im Blut. And therefore nobody was alarmed because the amounts that were found in the blood and in the urine were not very large. Und der Schluss der Schulmedizin war, So clinical and orthodox medical science said, Amalgam macht gar keine Probleme, ich kann es ja gar nicht finden. amalgam does not cause problems because we cannot find it in our clinical tests. Und ich sagte, nun machen Sie doch mal Untersuchungen nicht am Speichel allein, nicht am Blut allein, nicht am Urin allein, What I used to tell them, do not only test the urine, the saliva and the blood, sondern untersuchen Sie die Gewebe selber. but will you go along and test the tissues themselves? Dann hat man mir bei einem Symposium in Köln gesagt mit 24 Professoren, And so they replied to me at a symposium where there were 24 professors against me. wenn Sie das so glauben, If you just believe this, dann machen Sie doch diese why don't Untersuchung. you do the tests? Dann habe ich denen gesagt, aber ich habe keine Assistenten und ich habe keine Laboratorien. And I answered, well, I'm just a practitioner, a dental practitioner. I have no laboratory, I have no assistants.
Und die haben gesagt, und wir haben kein Geld. And they said, we don't have the money. Und das Ergebnis war, dann ist das Amalgam unschädlich. So they continued claiming that the amalgam is not dangerous. That's silly, isn't it? It's impossible. Dann, als ich vor 3 Wochen mit Professor Krönke von Erlangen zusammenkam, When 3 weeks ago I met Professor Krönke of Erlangen University, sagte er zu mir, he said to me, Kramer, kommen Sie zur Seite. Kramer, Dr. Kramer, let me whisper to you. Wir haben doch Ihre Untersuchungen durchgeführt. We did make the tests you asked for, Und wir konnten feststellen, and we found dass die Komponenten vom Amalgam, that the components of the amalgam, also Quecksilber, Silber, hydrogenium, Zink und so weiter, silver, stannum, and so forth, vermehrt im Gewebe der Pulpa vorhanden ist. indeed occur in an increased amount in the tissue of the pulpa, Wenn der Zahn mit Amalgam gefüllt ist. in the case that that particular tooth bears an amalgam filling. Und das ist genau das, was wir seit 1977 veröffentlicht And haben. that is exactly what we have been claiming and publishing since 1970. Aber Sie können in dieses ganze Problem nur einsteigen, But you can only enter into this problem wenn Sie nicht nur Spannung und Strom messen, if you do not only measure the voltage and the sondern current, Sie müssen die Energie messen, damit Sie die Zeitkomponente but at mitbekommen. the same time you have to measure the energy which only comes in if you register the time component. So, nun, was haben wir noch herausgefunden? What else did we find out? Es gibt das Metall- und das Amalgamproblem The metal and amalgam problem in ganz verschiedener Weise. exists in different ways. Ich habe Ihnen hier mal solche Untersuchungen mitgebracht, wie wir sie mit diesem Gerät Here durchgeführt you haben. see listed the results that can be made with that apparatus. So, schauen Sie mal bitte dieses Beispiel an. For instance, this example, Eine Amalgamfüllung An amalgam- oben links. filling with the number 8 tooth left upper jaw. Zum Beispiel gegen eine Amalgamfüllung, SLB means Amalgam, SLB stands for amalgam, bei 5 oben links, also nicht weit weg. as compared to an amalgam filling not far away in the 5th tooth of the left upper jaw. Da kommen wir zu folgenden Werten. You see the values, 390 Millivolt, 390 millivolt, also das höchste hier in dieser which Spalte. is the highest of all results measured in this particular set. No, there's another one, 400, which is equally high. Ja. Und hier haben wir 21 Mikroampere. There, in this case, you have 21 microampere, Und hier haben wir 3600 Nanowatt-Sekunden. but 3,600 nanowatt seconds. Das ist nun ein extremes Beispiel. That is an extreme example, Aber dieser Patient but war this patient ziemlich stark krank. was very ill indeed. Er wurde mir von einem Arzt überwiesen. A doctor had referred him to me. Und wir haben die Amalgamsanierung durchgeführt We took out the amalgam with this patient, und konnten die Kopfschmerzen and his headaches beseitigen. disappeared. Nun ein anderes Beispiel, Another example, wie solche Messungen aussehen können. how such measurements can be brought about. Hier haben Sie zum Beispiel eine Verblendkeramikarbeit. Here you have a, how do we say, Verblendkeramik. Was haben wir dazu gesagt? Das haben wir ja gesagt. The enamel, Ceramic laminate. Ja. with a ceramic laminate. Und hier haben wir an verschiedenen Zähnen Goldgussfüllungen. And some other teeth have gold fillings. Und wenn der Techniker keine Fehler macht, And if the dental technician does not make any mistake, dann sehen Sie hier an diesem Beispiel,
dass wir sehr viel niedrige Werte hatten als bei dem vorhergehenden Beispiel. You will see that in this example the values are much lower than in the other example. Also zwischen diesen Verblendkronen und der Golkusfüllung hier unten. Between the ceramic laminate and that particular gold filling, for instance, nur 30 Millivolt. There are only 30 millivolts. Kein Mikroampere. No microampere. Und keine Strombildung und keine Energie. And also the energy is zero. Oder besser, sie ist nicht zero, sondern sie ist unter 10. Perhaps not zero, but below 10. Weil wir bei diesem Gerät nur bis zu 10 Nanowatt-Sekunden anzeigen können. Because this instrument only shows a lower limit of 10 nanowatt seconds. Und bei diesem Beispiel komme ich noch zu was sehr Interessantes für den Praktiker. For the dental practitioner, this example is very interesting. Sie sehen nämlich, dass wir hier von derselben Verblendkrone, you see that with the same ceramic laminate crown, die verbunden sind zwischen 2 und 3 oben links, which links together the teeth 2 and 3 of the upper jaw on the left side. Hier eine Goldgussfüllung auf dem rechten unteren Molaren haben. There you also, with this patient, you have a gold filling on the right lower molar number 7. Aber Werte von 100 Millivolt. And you have there a value of 100 millivolts. 6 Mikroampere. And 6 microampere. Und 140 Nanowatt-Sekunden. And 140 nanowatt seconds. Und das sollte ja, wie wir hier sehen können, viel niedriger sein. And compared to the other values, it ought to be much less energy. Und der Grund dieser Geschichte, but the reason for this particular value is sehr einfach. Der Techniker hat bei dieser Goldgussfüllung den Kontaktpunkt angelötet. The technician with this particular gold filling angelötet. Soldered. Ja, soldered. Soldered the contact. Soldered the contact. Hat also nicht zu Anfang gleich ganz richtig gearbeitet, sondern korrigiert. In the first place, he did not work properly and carefully, and he corrected his work. Und so hat aus elektrischer Sicht, so electrically speaking, hat diese Arbeit schlechter gemacht. This work is worse than and not okay, and the others was compromised. Ja. Sie sehen also, dass man mit diesem Gerät, so you see, with this apparatus, nicht bloß die Strombildung im Mund messen kann, you cannot only measure the currents in the mouth, sondern dass man auch den Techniker jetzt kontrollieren kann. but you also can control the quality of the work performed by the technician. Denn wenn der Techniker diese Goldgussfüllung gut poliert hat, because if the technician gave a good polish to the gold filling, dann können Sie nicht mehr sehen, dass gelötet ist. You no more will see how he compromised. Aber wir können es durch eine nachträgliche Messung feststellen, dass es nicht gestimmt hat. To find out afterwards. Sie sehen also, mit Hilfe dieser Maschine ist es möglich, unsere Techniker zu kontrollieren. So you see, by means of this machine, we have a control of our technicians. Nun,